Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute gibt es eine Leberknödelsuppe. Hausgemachte Leberknödel sind allerdings nur etwas für ganz unerschrockene Hobbyköche, denn wer bei seinem Metzger keine vorbereitete Leber kaufen kann, muss sie sich selber zubereiten. Zuerst schäle ich eine Zwiebel und schneide sie in so feine Würfel wie nur möglich. Da ich später die Moulinette noch für die Leber gebrauchen werde, benutze ich sie auch zum Zerkleinern der Zwiebel. Diese werden angebraten und zwar in reichlich Fett. In meinem Fall habe ich einen guten Esslöffel Gänseschmalz hinzugegeben. Großzügig salzen und pfeffern nicht vergessen. Leber ist ja an sich nicht Fett, weswegen mit dem Fett ruhig großzügig umgegangen werden kann. Sobald die Zwiebeln glasig gedünstet sind, ohne braun zu werden, nehme ich sie vom Feuer und lasse sie abkühlen. Nun bereite ich die Hühnerlebern vor, und zwar müssen die sich darin befindlichen Venen herausgezogen werden. Lebern bestehen aus zwei Hälften. Man nimmt die sichtbaren Venen zwischen zwei Finger, zieht daran und mit dem Messer halte ich dabei die Leber fest. Entweder lässt sich die Vene herausziehen oder ich schabe mit dem Messer an der Leberhälfte und lege dadurch die Vene frei, sodass sie sich entfernen lässt. Ist das geschehen, schneide ich die Leber in grobe Stücke und gebe sie in den Zerkleinerer, in welchem sie püriert wird. Wie gesagt, in Bayern und Baden-Württemberg kann man diese vorbereitete Lebermasse beim Metzger kaufen. Hier ist die Leber in der Moulinette und wird nun zerkleinert. Das geht ganz schnell. Die Knödel werden nur dann nicht zu grob, wenn man die Zutaten in wirklich feine Stückchen schneidet. Ich hatte 275 Gramm Leber, also wiege ich jetzt knapp die Hälfte an Semmeln für Knödel ab, gebe die Hälfte des Gewichts an Milch dazu und erhitze alles in der Mikrowelle. Ich nehme immer etwas weniger als die Hälfte an Semmelmasse, damit ich später eventuell noch etwas dazugeben kann, falls mir die fertige Masse zu weich erscheint. Ist die Milch heiß, rühre ich alles unter, damit die Semmelstückchen die Milch absorbieren können. Und mit der Hand hat man ein besseres Gefühl dafür. Es macht nichts, wenn einige Stückchen der Semmeln nicht feucht werden. Die zerkleinerte Leber habe ich in eine Schüssel gegeben. Dort hinein gebe ich nun die Semmelmasse und die inzwischen abgekühlten Zwiebeln sowie ein Ei und Petersilie sowie etwas Salz und Pfeffer. Leber, Semmeln, Milch, Ei und Zwiebeln sind relativ geschmacksneutral, weswegen man ruhig großzügig würzen kann. Ich rühre alles schon einmal unter und gebe dann noch Muskatnuss, die ich frisch reibe, und Majoran dazu. Leber, Ei und Semmeln sind weich, es entsteht also keine sehr feste Masse. Sie muss nun noch wenigstens eine Stunde zugedeckt im Kühlschrank ruhen. Etwas länger wäre besser, denn dann können sich die Zutaten gut verbinden. Die Zeit ist um. Die Bindung der Masse ist, wie ihr seht, deutlich fester geworden, aber sie ist immer noch relativ weich und das kann einen schon verunsichern. Wer möchte, kann jetzt noch ein paar Semmelbrösel dazugeben. Man sollte aber bedenken, dass das später in einem festeren Knödel resultiert und das ist nicht unbedingt besser, da schwerer zu essen. Nun müssen die Knödel geformt und ins Kochwasser gegeben werden. Einen Topf mit Wasser hatte ich bereits aufgesetzt, denn die Knödel werden nicht in der Brühe gegart, da sie immer ein klein wenig ausflocken und es mit der klaren Brühe dann vorbei wäre. Zum Formen der Knödel gebe ich einen guten Esslöffel Masse in meine linke Hand und forme nun ein Bällchen, in dem ich die Masse abwechselnd in die rechte und linke Hand fallen lasse, wobei ich meine Finger krümme, damit sie eine Halbkugel bilden. Wenn der Knödel nicht perfekt rund wird, macht das nichts. Übung macht den Meister, einfach weitermachen. Solange ich die Knödel zum Kochwasser gebe, lasse ich die Hitzezufuhr noch etwas höher, also eine gute mittlere Hitze, denn die Knödel kühlen ja das Kochwasser ab. Sind alle Knödel im Wasser, reduziere ich die Hitze, denn die Leberknödel dürfen nicht kochen, sondern sollen nur gar ziehen. Nach einer Weile, vielleicht gefühlten 5 Minuten, kommen sie nach oben. Dann müssen sie noch weitere 20 bis 25 Minuten garen. Manchmal kommen sie auch nicht nach oben, weil sie am Topfboden kleben bleiben. Dann muss man sie mit dem Löffel vorsichtig ablösen. Man kann versuchen, sie zu drehen, aber die Leberknödel sind da recht eigensinnig und drehen sich auch gerne wieder zurück.
Nach 25 Minuten sahen sie bei mir so aus. Sie waren oben etwas dunkel, da trocken geworden, aber auch das ist nichts Besorgniserregendes. Man nimmt sie aus dem Kochwasser, gibt sie in eine Suppentasse, füllt diese mit Brühe auf und hat eine wunderbare Vorspeise oder wärmendes Abendbrot. Die Leberknödel lassen sich auch wunderbar auf Vorrat zubereiten und einfrieren. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!